for English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich bin hier an einem super schönen Ort. Da werden Strahlenschildkröten gezüchtet, Astrochelis radiata. Ihr seht sie hier im Hintergrund. Super hübsche Tiere. Wir sind hier mitten im kalten Deutschland. Wenn ihr mal hochschaut, das ist ein Gewächshaus. Das ist letztendlich für den Winter. Also im Sommer sind die Tiere alle im Freien, aber im Winter sind die hier in diesem riesigen Gewächshaus. Werden hier seit Jahrzehnten erfolgreich gezüchtet. Eine wirklich tolle Zucht, beziehungsweise die Behörde hat sogar mal gesagt, also die Radiata sind ja WA1, ne, also in der Natur sehr vom Aussterben bedroht. Die Behörde hat zu dem Züchter mal gemeint, also sollten die wirklich mal in der Natur aussterben, ist hier genug Zuchtstock oder Genetik, um die Art am Leben zu erhalten, und das ist tatsächlich so. Da bin ich heute und die Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen, da gleich ein wenig zu filmen. Ja, es geht los. Wie der Name schon sagt, Madagaskar-Strahlenschildkröte, kommen die ursprünglich aus Madagaskar, sind streng geschützt, WA1. Hintergrund ist, dass sie auf Madagaskar schon immer als Lebensmittel und als Eiweißquelle gebraucht werden und die bettelarme Bevölkerung dort natürlich an allem froh ist, was man essen kann, was Eiweiß liefert, denke ich, kann man denen auch nicht verübeln. Aber so kam das, dass von ehemals viele Millionen Radiatas, die es auf Madagaskar gab, mittlerweile wahrscheinlich weniger wie 1 Million gibt, oder vielleicht erholt sich die letzten, aber nee, es wird sich nicht erholen, sondern wird gerade das Gegenteil sein. Hinzu kommt bestimmt auch Habitatzerstörung und ja, das führt dazu, dass die Radiatas mit einer der strengst geschützten und seltensten Schildkröten auf der Welt sind. Guck mal, die zwei, die haben hier ein hübsches, ich weiß es nicht, ist das ein Balzverhalten, was der hier macht? Ich glaube ja. Richtig niedlich, wie er da von vorne. Ja, der probiert erst von vorne zu bezirzen. Und jetzt von hinten, der lässt sich ja von mir und meiner Kamera, glaube ich, gar nicht stören. Hä? Ja, und in der Terroristik gibt es schon zum Glück viele Jahre die Astrochelis radiatas. Und so auch hier, Zuchtstamm von, ja, ich würde mal 20, 30 adulte Tiere sind es mindestens, die hier als Zuchtstamm dienen und jedes Jahr entsprechend viele Nachkommen machen. Was man hier auch schön sehen kann, es gibt die High Yellows, da haben wir hier so eine hübsche High Yellow, sieht man jetzt ganz gut, im Hintergrund die normale Färbung und im Vordergrund die mit viel Gelbanteil, was unter den Züchtern natürlich auch beliebt begehrt ist. Wie man sehen kann, ist jetzt gerade die Paarungszeit. Ne? Das Männchen hier, wie gesagt, bezirzt das Weibchen hier. Beziehungsweise ich kann euch auch gleich mal noch eine Paarung zeigen. So, jetzt haben wir jetzt 13 Grad und die Paare. Hä? Und also jetzt ist Frühjahr, wir haben hier Ende April, Anfang Mai, es wird gerade warm draußen und entsprechend auch warm hier drin. Paarungszeit, die geht bis im Sommer rein. Und was das Interessante ist, dass die Radiatas dann im Prinzip im Winter die Eier ablegen. Ne? Also hier in dem Gewächshaus geht es im Winter dann temperaturmäßig auch deutlich runter. Da legen die ihre Eier ab und nach ca. 90 Tage Inkubationszeit schlüpfen dann im Frühjahr, Sommeranfang
Nach ca. 90 Tagen schlüpfen da die kleinen Radiata-Babys. Zeige ich euch mal noch, wie so eine Nachzucht dann aussieht. Da haben wir welche, hier haben wir ein paar hübsche. Die sitzen natürlich dann, extra. Hier am Rand die Buchhaltung darf nicht fehlen. Wie gesagt, Radiata WA1 und entsprechend muss jedes Tier gekennzeichnet sein. Man braucht eigentlich für jedes Tier einzeln eine CITES. Also eigentlich, sage ich jetzt, wenn man die innerhalb der EU handelt, ne, beim Export gibt es dann auch Sammel-CITES, aber wenn ihr die privat euch haltet oder gewerblich haltet, egal, dann hat jedes Tier seine einzelne CITES. Größere Tiere tut man chippen, bei den Jungtieren verwendet man Foto-CITES. Bild von oben und ein Bild von unten, ne? Die haben immer so ganz markante Bauchpanzerzeichnung. Und mit diesem Foto-CITES wird dann bestätigt, dass es genau das Tier ist. Nochmal auf das High Yellow von vorher zurückzukommen, ne? Wenn man mal hier schaut in der Ecke, hier auch richtig hübsches High Yellow Tierchen. Die Ernährung seht ihr hier auch schon. Irgendwelche Wiesen, Gras, Heu, Klee, Löwenzahn natürlich, Gänseblümchen sieht man hier schön mit drin. Ne? Und das Ganze mit kleinem Calcium angereichert. Wobei die hier in dem Gewächshaus, wo die gezüchtet werden, also kriegen die auch UV-Licht übers Dach ab. Ne? Also UV-durchlässige Platten auf dem Dach, wo die Tiere dann ihre UV-Versorgung bekommen. Noch kurz zum Alter der Tiere. Also mit ca. 15 Jahren sind die Weibchen geschlechtsreif. Die Tiere, wo wir hier sehen, sind alle zwischen gute 20, 25, 30 bis 50 Jahre alt. Ne? Also dass die so eine Größe bekommen, dauert es, wie gesagt, mal mindestens 20 Jahre oder noch mehr. Guck mal, hier haben wir das Männchen wieder, der Nummer 15 hinterherläuft. Aber ich glaube, die Nummer 15 will noch nicht ganz. Das war meine Radiata-Folge. Jetzt noch mal kurz mit Vergleich meiner Hand, dass ihr auch mal seht, wie groß die Tiere sind. Ne? Ist ja schwierig auf dem Video zu sehen, die Größe. Irgendwann, die kommen alle her, die denken, ach guck mal, da gibt es was zu fressen. Also der zwickt mich hier gleich sogar. Hey. Ja, mal gucken, wie so eine Uhr schmeckt. Hä? Kann man auch nicht essen, obwohl sie schön grün ist auf dem Ziffernblatt. Kommt der nächste. Probiert's auch. Das war eine kurze Radiata-Folge, sozusagen Radiatas in Deutschland. Arterhalt im tiefsten Deutschland. Ja, super schön hier. Ich freue mich, dass ich hier filmen durfte, dass ich euch das zeigen durfte und darf. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, gern unten drunter. Wenn eure Frage lautet, wo ist denn das, wie heißt denn der, kann ich euch leider keine Antwort geben. Der Züchter möchte nicht, dass das bekannt wird. Er hat auch Angst, dass hier einfach irgendwelche Leute sich dann bedienen oder hier einbrechen oder weiß der Herrgott was. Also die Frage, wer ist denn das, oder gib mir mal den Kontakt. Leider nein, aber alle anderen Fragen dürft ihr gerne stellen, dürft ihr unten drunter posten, euer Feedback geben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, und ansonsten bleibt mir treu und checkt diese hübschen, also check my balls, die hat ja auch fast passen, gell? Fast, aber nicht ganz.